Das hat der Karl Kraus schon gesagt, dass man eigentlich einen guten Komfort braucht und eine gewisse Qualität, weil gemütlich ist man selber oder eben auch nicht. Die Zusammenarbeit mit dem Altstadt Vienna ist insofern interessant, weil das natürlich ein innovatives Hotelkonzept ist und weil natürlich dieser Aspekt, dass hier Wohnungen adaptiert werden zu Hotelzimmern, dem ganzen Projekt etwas sehr Gelassenes, sehr was Akzidentistisches gibt, was fast wie zufällig wirkt, und das finde ich eigentlich sehr reizvoll. Um den Wiener Sound braucht man sich eigentlich als Wiener Architekt kaum bemühen, weil den hat man sowieso drauf. Und es kommt dann noch dazu, dass natürlich für mich sowieso ein idealer Raum ein Hotelzimmer ist. Ich kann mir sogar vorstellen, selber permanent in Hotels zu wohnen, weil das einfach vom Lebensgefühl her, weil ich das einfach gut finde. Für mich ist bei einem Raum wichtig, dass der mehr oder weniger fast alle Funktionen autonom erfüllen kann. Und das ist ja sehr ähnlich in einem Hotelzimmer. Das heißt, für mich ist im Raum wichtig, dass es irgendwo einen Kasten gibt, wo man Kleider aufhängen kann. Es ist möglicherweise auch wichtig, dass zum Beispiel dass man nicht unbedingt im Bett liegen muss, um fern zu sehen, weil das ist für mich auch so eine tödliche Geschichte in Hotels. Wenn ich mich ins Bett legen muss, um den Fernseher zu betrachten, den kann man umdrehen, dann kann man auch hier sitzen. Es gibt auch wichtige Funktionen. Wir haben ja hier diese verschränkten Aspekte gemacht, wo dann WC, Dusche, Schrankraum über einen Gang platziert sind, wo dann auch Flächen, die normalerweise, sagen wir mal, eher verlorene Flächen sind, wie der Gang zwischen diesen Räumen, dass die dann gewissermaßen, wenn man dann das Hotelzimmer abgeschlossen hat und da drinnen wohnt, selbstverständlich benutzt und nicht, dass die so exkludiert sind. Es gibt einerseits Möbel, die teilweise zugekauft sind, teilweise auch von mir entworfen sind. Dieses Möbel hier mit dem Fernseher, der drehbar ist. Oder einem Tisch am Fenster, wo man wahrscheinlich ganz gut arbeiten kann, wenn man das will. Einem Boe, wo man das Gewand drüber hängt, das kann auch ein interessanter Aspekt sein. Die schwebende Bank, das ist ein Entwurf, den ich vor längerer Zeit für Wittmann gemacht habe. Da geht es einfach darum, dass ich eine Bank wollte, die erstens einmal relativ wenig Platz, wo man bequem sitzt, die relativ wenig Platz braucht in der Tiefe, weil sie eben wirklich an der Wand ist, die Wand als statische Struktur ausnützt und da dran hängt, mit einem Patent, das da unten ja nicht sichtbar ist. Und diese schwebende Bank hat natürlich den Vorteil, dass man keine Füße hat, da kann man drunter wischen. Also auch die Dinge, die für ein Hotel aus hygienischen Gründen sehr wichtig sind. Es ist interessant, dass die Blumenwiese ein Artefakt ist, also ein künstliches Ding, das gezeichnet wurde, auch sogar in einer anderen Größe und vergrößert und auf die Tapeten gebracht. Und andererseits die Holzwand, die wirklich ein Naturprodukt ist, und zwar heißt das Asteiche. Das ist eine Eiche, die ganz bewusst auch Äste hat und so weiter und aus verschiedenen Furnieren zusammengesetzt ist. Das ist eben auch eine relativ wichtige Angelegenheit, dass diese beiden Dinge dann gegenüber sind und so eine Art zweifache Definition von Natur darstellen. Dass also einerseits
die zwar auch wieder industriell verarbeitetes Furnier als wirkliche Natur sichtbar ist und andererseits ein Artefakt, eine künstliche Auffassung von einer Blumenwiese, die natürlich auch jetzt keine Farbe hat. Man könnte sowas auch farbig machen und bis zum Exzess treiben, aber das wollte ich ganz bewusst nicht. Es ist wichtig, dass das so abstrakt bleibt, wie das ist und auch noch erkennbar ist in seiner Machart. Das war bei mir da die größte Sorge, dass man auch sieht, dass das eine Zeichnung ist und das sieht man auch noch. Ja, diese Lampen sind relativ alte Entwürfe. Die haben sich einfach dann gewissermaßen über die Zeit sehr gut gehalten und wurden immer wieder produziert und verkauft und sind jetzt natürlich da ideale Ergänzungen. Für mich ist Raum nicht das Element, sondern das Dazwischen. Alles, was dazwischen ist, ist mir das Wichtige. Darum gibt es eben den Zwischenraum, es gibt diesen Raum zwischen dem Kunstwerk und der Holzwand, es gibt in der Mitte den Raum der Medien und es gibt dann auch das Fenster und die Tür. Also für mich spannt sich der Raum eigentlich dazwischen auf und für mich gibt es kein Lieblingselement, sondern eigentlich ist für mich das, was dazwischen ist, das Wesentliche.